Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich habe heute mal wieder richtig Bock auf Barbecue-Soße gehabt und da habe ich mir gedacht, kann ich euch das auch mal zeigen, wie ich die mache. Und dafür brauchen wir ein paar Sachen, aber ich zeige euch einmal was genau. Zum einen eine Gusspfanne, wenn man es draußen macht, weil da kommt schön das Raucharoma zur Geltung. Dann passierte Tomaten, Essig, Chili-Soße, Sojasauce, Worcestershire-Soße, normales Chilipulver, Salz, Butter, Rohrzucker, Senf und Zwiebeln. Die genauen Angaben schreibe ich euch wieder unten rein. Das war mir ein bisschen zu viel, das kann ich mir alles nicht merken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Zwiebeln anbraten. Ich tue die Butter schon mal in die Pfanne und stelle die aufs Feuer. Stellen wir die schon mal bereit. Es gibt auch viele Gerichte mit Raucharoma, aber dadurch, dass wir das hier meistens über Feuer kochen, braucht man das Raucharoma nicht, weil das so geil durch das Holz reinkommt. Schon bereit? Ich sehe nur nichts mehr. Die Butter blubbert schon. Da fängt an zu blubbern. Jetzt tue ich die Zwiebeln rein und brate die erstmal schön scharf an. Wir geben dem ein bisschen Zeit, den Zwiebeln. Die Zwiebeln sehen gut aus. Da kann ich jetzt schon die passierten Tomaten holen. Und ich hoffe, das kommt unfallfrei da rein. Scheiße, nein, natürlich nicht. Naja. Deswegen machen wir das draußen. Ja, Nachteil bei roter Soße, die spritzt. Andere Soßen spritzen nicht so sehr. Heiß. Das mit dem Feuer ist immer ein bisschen unabsehbar, wie heiß das wird. Deswegen tun wir einfach noch ein bisschen Wasser mit da rein. Zu viel Wasser kann da gar nicht drin sein, weil das verdampft ja nachher eh. Das Feuer beruhigt sich ja auch irgendwann wieder. Jetzt kommen die nächsten Sachen. Zum einen der Rohrzucker. Dann der Senf. Ich habe näher dran. Die Worcestershire-Soße. Schwer auseinanderzuhalten mit der Sojasauce. Die jetzt kommt. Dann noch den Essig. Das kleine bisschen Chili-Soße, aber das kleine bisschen macht viel aus. Weil die sehr scharf ist, die Soße. Und zum Schluss noch das Salz mit dem Chili-Pulver. Unser Chili-Pulver ist sehr scharf, deswegen nehme ich da mal nicht ganz so viel von. Weil das soll ja nachher auch noch schmecken.
Jetzt müsst ihr nur gucken, gerade wenn ihr das über Feuer macht, wenn die zu dick wird, immer wieder mal ein bisschen Wasser rein, dadurch, dass das halt recht schnell verkocht. Und dann müsst ihr die jetzt je nach Geschmack eigentlich kochen lassen. Man sagt so ungefähr 1 bis 2 Stunden, dass das richtig schön halt den Geschmack der Gewürze einnimmt. Wir machen das eigentlich immer so, mal so, mal so. Zwischendurch abschmecken, wenn ihr meint, die ist lecker, dann könnt ihr sie runternehmen. Ich mache da immer jetzt nicht so die Wissenschaft raus. Und die ist immer lecker. Die Soße ist fertig. Oder für uns fertig. Die hat auch eine gute Konsistenz. So. Wenn ihr mit einem Gusstopf arbeitet, nehmt ein altes Handtuch. Das hier ist nämlich schon versaut. Die ist jetzt noch ein bisschen flüssig. Ich habe ja immer wieder Wasser zugetan, aber für unsere Zwecke reicht das. Wenn ihr die jetzt zum Beispiel zum Einlegen nehmen wollt, wofür die auch gut ist, würde ich sie ein bisschen weiter einkochen lassen. Ihr könnt die auch super einfrieren. Je nachdem, je nach Zweck, was ihr haben wollt, könnt ihr das natürlich auch vervielfachen, wie ihr möchtet. Also die ist mega geil, die Soße. Und ich probiere jetzt einfach mal, damit ihr auch seht, dass sie schmeckt, dass ich nicht lüge. Mhm. Oh. Oh, richtig geil. Also für uns ist sie perfekt. Ihr müsst halt gucken, mit den Gewürzen am besten an euch anpassen. Die ist leicht süß, leicht scharf. Wenn ihr das halt anders haben wollt, müsst ihr dann natürlich die Zutaten so dementsprechend halt anpassen. Nach eurem Geschmack. Aber müsst ihr ja bei allen Soßen eigentlich. Ansonsten, das ist unser Lieblingsrezept für Barbecue-Soße. Ich hoffe, ihr macht es mal nach und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.